haben hier eine kleine Auswahl an leitenden Textilien, die hier angeschlossen sind an einen Mikrocontroller und direkt an den Computer, nur um zu zeigen, was möglich ist damit. Wir können uns hier an den Schaltung anschließen und einen Synthesizer mit Textilien bedienen. Die Studierenden kommen aus allen möglichen Fachgebieten her, um an ihren Ideen zu arbeiten. Meistens gibt es dann so eine Grundidee. Ich möchte das und das darstellen und vielleicht diese Materialien benutzen oder vielleicht ich möchte etwas mit Wind machen, habe ich da irgendwelche Möglichkeiten. Das heißt, die können einfach herkommen, gucken, was gibt es, immer den Kontakt mit uns suchen und dementsprechend halt ihre Ideen entwickeln. Wir hatten einen ganz guten Workshop am Anfang des Semesters, in dem wir auch gelernt haben, wie man, also einmal durch Simon, so Grundlagen. So for instance, with cables you can generate some really funky textures like this that change over time. Also, you can use webcam input and do something like post tracking. So like hand tracking is also really easy with cables. And this is just an example that I grabbed that lights up spheres on the screen according to which one you touch with your finger. Und dann haben wir tatsächlich auch ChatGPT verwendet zum Coden. Im vergangenen Winter habe ich meine Bachelorarbeit gemacht, Ceramic Interfaces, und im Prinzip ist dieser Prototyp dabei rumgekommen. Das ist alles Porzellan, das ganz fein abgeschliffen wurde. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Handschmeichler. In der Bachelorarbeit habe ich mich vor allem halt auf diese Interaktion mit dem Material konzentriert und bin so systematisch die Eigenschaften durchgegangen, habe mir überlegt, wie man da Elektronik reinbringen kann in der Keramik und das zur Geltung bringen kann. Weil ich einfach gemerkt habe, dass bei elektronischen Geräten oft Metall und Glas und vor allem Kunststoff im Spiel ist. Und das sind in der Interaktion gar nicht so die schönsten sinnlichen Qualitäten. Dann habe ich auch die klanglichen Qualitäten von Keramik untersucht. So ein bisschen geguckt, wie dünn muss die Materialstärke sein, um einen guten Ton zu bekommen und wie groß muss das Ganze sein. Ich glaube, das müssten so 2 mm sein und das müsste so 1,5 oder 1 mm sein. Genau. Dann habe ich mich auch noch mit Licht und Keramik auseinandergesetzt und habe mich halt gefragt, wie man Anzeigen oder vielleicht sogar ein Touchscreen aus Keramik herstellen könnte. Hier sind die LEDs drin und das ist so ein kapazitiver Sensor, der dann die Berührung wahrnimmt. So, das sind meine Lieblingsresultate von den ganzen Testreihen. Ich habe noch viel mehr ausprobiert, aber genau, für die Präsentation und für so einige Ausstellungen war das dann einfach so das Wichtigste, was ich zeigen wollte. Das E-Lab ist kurz für Elektroniklabor, Electronics Laboratory. Und es ist angelegt als eine fachgebietsübergreifende Forschungsplattform. Das heißt, es ist jetzt im traditionellen Sinne keine Werkstatt, in der man elektronische Sachen baut, sondern eher eine Art Umgebung, in der man interaktive Medien, Technologien durch Sensoren, durch Schaltkreise und so weiter explorieren kann und auch selber Ideen entwickeln kann, durch Exploration neue Eigenschaften findet oder halt auch eben ein Konzept entwickelt. Also wir haben am Anfang ziemlich frei experimentiert mit dem Prinzip der Diffusion und hatten ganz viele Papiermodelle, wo wir eben auch verschiedene Gesten ausprobiert haben, wie man diesen Diffusor verbiegen kann, verzerren kann, näher dran, weiter weg. Und am Ende war dann so dieses Flexible, das, was uns am meisten interessiert hat oder wo wir eben am meisten Potenzial drin gesehen haben, dass man das irgendwie ganz gut miteinander kombinieren kann und auch möglichst simpel dann in eine Leuchte verpacken kann. Genau, der Arduino ist halt so der kleine Computer, der das alles steuert. Und mit dieser analogen Geste oder Interaktion ist eben auch ein Lichtoutput verbunden.
Das heißt, wenn sie dann angeschlossen ist, zieht sich das Licht hier oben in diesen Kegel rein und hier unten ist auch eine Leuchte drin, die wiederum auf den Tisch leuchtet, wenn der Diffuser unten ist. Das könnte man halt auch noch gucken, ob das halt besser funktioniert, dass man einen Sensor hat, der sozusagen hier die Veränderung, also die Spannung misst. Unser Vorhaben ist, textile Sensoren herzustellen. Wie ihr sehen könnt, die Textilien sind nicht übliche Textilien, die sind mit Metall beschichtet oder verarbeitet, sodass sie Elektrizität leiten können. Und das öffnet viele Möglichkeiten für Physical Computing und Experimentieren mit elektronischen Schaltungen. So. Man sieht dort den Nylongarn, darunter diese Kupferbeschichtung. Ohne Mikroskop sieht man das gar nicht. Wir haben zum Beispiel auch eine Stickmaschine, die es uns erlaubt, mit den Soft Material Technologies zu arbeiten. Also kann man zum Beispiel leitende Garne benutzen, um eine Art Schaltkreis auf einem Textil zu erzeugen. Und genau mit der Maschine kann man Sachen einprogrammieren und die dann halt eben sticken lassen. Und wenn diese dann eben aus leitenden Textilien oder Garnen bestehen, dann kann man eben Schaltkreise erzeugen, die zum Beispiel auf Berührung reagieren können. Der Horizont für Möglichkeiten, wie man das nutzen kann in dem Alltag, ist sehr breit und es ist ein Feld, das noch sehr offen für Anwendungen und Experimentation. Es wird viel benutzt in dem medizinischen Bereich, aber ja, es ist eine offene Frage, wie man das benutzen kann. Es gibt noch total viele Testreihen, die ich gerne gemacht hätte. Ich weiß, dass diese Körper noch sehr viel schönere Töne erzeugen können. Da kann man auf jeden Fall noch an dem Aktuator, also dem elektronischen Teil, das die Schale anschlägt, da könnte man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Oh, viel schöner.